Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video teile ich mit dir die 5 teuersten Erfahrungen, die ich in Coaching-Programmen und Coaching-Gruppen gemacht habe als Coach selber. Wir lernen ja selber immer dazu und ich möchte ganz gerne diese Erfahrungen teilen, damit du vielleicht bei deinen Kaufentscheidungen das eine oder andere vermeidest, aber natürlich auch deine Füße auf den Erdboden bekommst, denn das ist mir ganz besonders wichtig, insbesondere in der spirituellen Szene sind viele Menschen immer sehr gerne sehr weit oben draußen, aber die Füße auf die Erde zu kriegen, ist doch nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und in diesem Video geht es darum, diese Erfahrung zu reflektieren und dann kannst du prüfen, bei dem Coaching-Programm, was du dir gerade raussuchst, ist das für dich relevant? Also vor allem auch diese Lernerfahrung. Und ja, solltest du so viel Geld investieren für das Coaching-Programm, was dir vielleicht gerade vor Augen schwebt. Bevor wir loslegen, ich möchte mich entschuldigen für meine Nase. Ich bin vorgestern von Medellin in Kolumbien nach Lima geflogen und in Lima hat es 15 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit und mich hat es sofort erwischt. Außerdem ist der Ton heute ein bisschen anders. Man hat mir nämlich leider mein Audiosystem aus dem Koffer geklaut, also auf dem Flieger. Keine Ahnung, ja, also Personal am Flughafen oder sonst irgendwas, also eine Anzeige lohnt sich da nicht wirklich, denn wer soll es beweisen, wer soll es nachweisen und wie soll man alles auch wiederfinden? Ja, so eine kleine Audiobox. Insofern darf ich heute nur das Audiosystem der Kamera benutzen und das wird wahrscheinlich einen etwas anderen Ton haben. Außerdem ist Lima laut, das heißt, du wirst im Hintergrund eventuell Autos hören, Hupen hören, Hunde hören und. Ich kann das leider nicht rausfiltern. Also ich habe schon einen Filter drin, Audiofilter, aber das hat natürlich alles auch ein bisschen Grenzen. Lass uns also loslegen. Also ich bin seit 5 Jahren Vollzeit als Coach tätig. Ich reise seit 5 Jahren auch um die Weltgeschichte, um natürlich auch solche Geschichten zu erleben. Und ich habe in diesen 5 Jahren selbst natürlich an Coaching-Programmen teilgenommen, überwiegend im englischsprachigen Raum und habe auch eigene Coaches gehabt. Und im Moment bin ich in keinem Programm, sondern ich lerne hier mit den Schamanen in Lateinamerika, was auch eine Art Coaching-Programm ist. Und je nachdem, mit wem man da arbeitet und wen man da findet, das ist schon auch eine ganz schöne Herausforderung. Aber so lassen sich auch Energien lenken und natürlich Ziele erreichen hier mit der Medizin Ayahuasca, mit der ich hier seit ungefähr 2 Jahren lerne. Und in den Coaching-Programmen, in denen ich gewesen bin, ist der größte Vorteil immer gewesen, dass ich Leute an meiner Seite hatte, die mir dabei geholfen haben, die Dinge zu erreichen, die ich erreichen wollte. Ich habe sie nur natürlich, wie das so ist, nicht immer auf dem Weg erreicht, wie ich mir das so vorgestellt habe. Ja, also man hat da jemanden an der Hand und man glaubt, diese Person hilft einem jetzt dieses Ziel zu erreichen, nimmt einen an die Hand. Das ist nicht immer der Fall. Im ersten Programm, über das ich sprechen möchte, das war ein 6-monatiges Coaching-Programm in der Gruppe. Es war unglaublich viel Arbeit, also es war sehr, sehr viel Inhalt, der da durchzuarbeiten war, der aber extrem gut war. Also inhaltlich definitiv absolut nicht zu bemängeln. Wirklich guter Inhalt. Ich habe da sehr, sehr viel gelernt. Auch Dinge, die ich heute in meinen Programmen, in meinen Kursen und in meinen Coachings natürlich auch immer wieder verwende, da wo es angebracht ist und Dinge aus diesem Programm natürlich auch rausgenommen habe, die mich wirklich langfristig begleiten. 2 Dinge habe ich in diesem Programm gelernt, insbesondere was den Kaufprozess auch angeht. Bei wem mache ich ein Coaching-Programm? Bei wem kaufe ich etwas? Diese Frau hat ein sehr, sehr schillerndes Bild in der Öffentlichkeit. Sie hat auch sehr viel Geld verdient und sie versteht es, sich in Szene zu setzen. Und sie weiß ganz genau, wie sie sich auch darstellen muss, damit bestimmte Aspekte und Persönlichkeitsanteile von Menschen angesprochen werden. Das ist im Coachingmarkt sehr, sehr verbreitet, ja. Schöne bunte Fotos zu machen mit teurer Kleidung vor eindrucksvollen Kulissen und damit natürlich zu werben, dass Mann oder Frau als Coach jemand ist, die es versteht, Geld zu verdienen und natürlich auch sich in Szene zu setzen, ja. Und diese Art und Weise, wie Coaching bei vielen verkauft wird. Bei den Männern sind es mehr so die großen Autos oder die schönen Frauen oder auch eben Reiseziele, äh, Luxusboutiquen und ähnliches. Aber diese Art und Weise, Coaching zu präsentieren und Coaching zu verkaufen, ist natürlich sehr, sehr weit verbreitet. Sie hat den
Nachteil in meiner Welt, ja, und das ist eine ganz persönliche Geschichte. Sie hat den Nachteil in meiner Welt, dass etwas verkauft wird, was nicht für jeden Menschen auf dieser Welt A erreichbar ist und B auch überhaupt zum Lebensweg gehört. Ich beschäftige mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung und auch mit Systemen der Selbstreflexion, wie zum Beispiel Human Design, Gene Keys oder auch der Astrologie. Und es gibt verschiedene Persönlichkeitstypen, die mehr oder weniger materielle Werte haben. Und wenn wir diesen Coaches zugucken, das ist natürlich immer attraktiv zu sagen, oh Mensch, die haben alles, ja, die haben alles in der materiellen Welt erreicht, die haben viel Geld, die haben große Autos, die haben teure Kleidung und. Wer will das nicht? Und eine ganze Menge Leute gehen natürlich mit dieser Hoffnung, dass wir diese Energie von diesen Leuten bekommen können in diese Coaching-Programme. Die Realität ist aber, dass nicht jeder von uns den Auftrag hat, materielle Werte in dieser Welt zu akquirieren, sage ich mal, und auch zu bekommen, sondern es gibt Menschen, denen geht es viel mehr um immaterielle Werte. Ich gehöre zum Beispiel dazu. Also materielle Werte sind wichtig. Ja, ich muss von irgendwas leben, ich muss meine Miete bezahlen, mein Essen bezahlen und so weiter. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber mein Lebensweg und ein Großteil meiner Lebensaufgabe, da geht es viel, viel mehr um immaterielle Werte, Beziehungsstrukturen. Es geht um Selbstfindung, es geht um Visionsarbeit und so weiter. Und es sind alles innere Dinge und immaterielle Werte. Nichtsdestotrotz heißt das natürlich, dass wir diese Dinge, unsere eigenen immateriellen Werte, auch in die materielle Welt bringen müssen. Aber der Schwerpunkt meiner Arbeit zum Beispiel ist auf der immateriellen Ebene. Erfüllung beginnt hier drin, im Herzen. Erfüllung beginnt, wenn wir mit uns selbst zufrieden sind. Und viele Coaching-Programme arbeiten darauf hin, auf eine Art und Weise, die ich persönlich für unzureichend halte. Nicht ungesund und nicht falsch, weil das ist für diese Menschen richtig, ja? Für diese Menschen ist das richtig. Aber wenn du jemand bist, auf dessen Lebensweg einfach große Anhäufungen von materiellen Gütern nicht vorgesehen ist, einfach aufgrund deiner Persönlichkeitsstruktur, dann zieht dich das in eine Richtung, die dir unglaublich viel Stress macht. Also das ist gar nicht unbedingt das, was notwendig ist. Für viele geht es um innere Erfüllung, es geht um emotionale Heilung, es geht um spirituelle Arbeit, ja, Lernen und so weiter. Viele Leute, die auch auf der intellektuellen Ebene arbeiten und gearbeitet haben in der Geschichte der Menschheit, die haben nicht unbedingt große materielle Güter angehäuft. Ja, die besten Philosophen und philosophischen Lehrer und sind nicht unbedingt diejenigen, die auf der materiellen Ebene sehr, sehr viel erreicht haben, sondern sie haben viel auf der intellektuellen oder auf der spirituellen oder auch auf der emotionalen Ebene erreicht. Es ist nicht weniger wert, ja, um das mal so zu sagen. Das Zweite, was ich in diesem Programm gelernt habe, und das sehe ich auch immer wieder, weil das viele Leute sehr unter Druck setzt, diese Sachen erreichen zu müssen. Ich persönlich arbeite am besten alleine. Ich mache alles selbst, ja, diese Videoschnitte, die Videos bei YouTube hochladen, die Beschreibungen zu schreiben, meine Werbung auf Instagram, beziehungsweise ich unterrichte ja mehr auf Instagram, als dass ich Werbung mache. Also all diese ganzen Geschichten, die mache ich alle alleine. Und ich will auch keine Freelancer, ich will kein Team haben, sondern ich will Dinge machen, die ich allein beherrschen kann. Und ich brauche ein System, was für mich funktioniert, was ich alleine betreiben kann. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Auch da, mir hat es extrem viel Stress gemacht, dass ich das noch nicht habe. Ja, ich habe noch keine Freelancer, ich habe kein Team und so weiter. Und je mehr ich glaube, dass ich das erreichen muss, obwohl ich eigentlich jemand bin, die am besten alleine arbeitet, desto mehr Stress habe ich natürlich auch. Ja, wenn ich weiß, und tatsächlich ist das zum Beispiel etwas, was wir in den Gene Keys lernen können und auch in der Astrologie lernen können, da stehen diese Sachen tatsächlich auch drin, dass ich jemand bin, die alleine arbeitet und am besten alleine arbeitet und vielleicht für kurzfristige Projekte, wie zum Beispiel ein Retreat, mal mit anderen zusammenarbeitet, aber grundsätzlich alleine arbeitet, desto entspannter ist das Ganze für mich auch, weil ich ein System entwickeln kann, was ich alleine beherrschen kann. Ja, und das ist ja heute mit Technologie verhältnismäßig
einfach. Also nicht jeder von uns arbeitet im Team und nicht jeder von uns muss ein Team aufbauen, sondern viele Menschen arbeiten sehr, sehr gut alleine und sind da richtig gut aufgehoben. Die Frage ist natürlich nur, wie kann man alleine dann natürlich auch ein System aufsetzen, was wirklich gut funktioniert und was dir ausreichend Kunden bringt und so weiter. Das Dritte, was ich gelernt habe, habe ich in einem anderen Programm gelernt bei YouTube Consultants. Und zwar, dass Consulting und Coaching natürlich zwei unterschiedliche Dinge sind, deswegen heißen sie auch anders. Das ist das eine. Aber dass viele, die Programme verkaufen, auch Lehrprogramme verkaufen, nicht unbedingt Coaches sind, sondern eigentlich Fachberater oder Lehrer, die eben ein bestimmtes System verkaufen. Das betrifft auch viele Coaches. Ja, viele Coaches verkaufen ein System und sagen, wenn du das System machst, dann wirst du erfolgreich sein. Also wenn du dich hinsetzt, wenn du dich da reinpresst in unser System, dann wirst du erfolgreich sein. Das ist explizit kein Coaching. Das ist kein Coaching. Das hat mit Coaching überhaupt gar nichts zu tun. Bei Coaching, und ich habe mal die Beschreibung rausgesucht der International Coaching Community, Coaching setzt das Potenzial einer Person frei, ihre Leistung zu maximieren. Also, wir arbeiten mit Energie. Wie kannst du deine Energie steigern? Alles weg, was dir nicht gut tut, mehr von dem, was dir gut tut. Ja, das ist Coaching. Und zwar nicht ich sag dir, was das für dich ist, sondern wir finden das gemeinsam in Gesprächen und in vielen kleinen Schritten in deinem Leben. Was zieht dir Energie? Was gibt dir Energie? Damit du Leistung maximieren kannst. Coaching hilft zu lernen, anstatt zu unterrichten. Also es geht, deswegen sage ich auch bei mir zum Beispiel, ich bin Coach und spirituelle Lehrerin. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Im 1:1 kann ich Coach sein. In meinen Gruppen kann ich Coach sein, da kann ich Coaching-Aufgaben übernehmen. Hier auf YouTube kann ich kein Coach sein. Wie soll ich das machen? Ich sehe dich nicht, ich kenne dich nicht. Selbst wenn ich dir Fragen stelle, ich höre deine Antworten nicht. Hier kann ich nur unterrichten. Das Gleiche gilt für Online-Kurse. Wenn ich Videos aufnehme für meine Online-Kurse, da kann ich nur unterrichten. Da kann ich nicht coachen. Das funktioniert einfach nicht. Coachen kann ich kann dir Fragen stellen. Du kannst die Fragen natürlich für dich beantworten. Aber ich kann diese Coaching-Aufgaben natürlich in Videokursen nicht übernehmen. Das funktioniert nicht. Das geht wirklich nur im 1:1. Und wenn wir in Gruppencalls sind, wo ich auch wirklich mit dir interagieren kann und mit dir arbeiten kann. So, also darauf zu achten, was kaufst du da konkret? Viele Coaches verkaufen, wie ich ja auch, Online-Kurse. Das sind Videoprogramme. Das ist aber kein Coaching in dem Sinne. Da musst du dich selber durchcoachen, also deine eigene Leistung maximieren und selber festlegen, das kann ich nicht, das will ich nicht. Wenn du im 1:1 mit jemandem arbeitest, dann wirst du natürlich andere Ergebnisse erzielen als in einem Videokurs. Ist ja ganz klar. Ja, da haben wir ganz andere Voraussetzungen. Aber Coaching an sich hilft zu lernen und hilft auch dich besser kennenzulernen. Und was mir bei meinen eigenen Coaches in den letzten Jahren immer wieder geholfen hat, aber natürlich, ich habe da jemanden an der Hand, der an mich glaubt. Ja, jemand, der mehr an mich glaubt, als ich das in dem Moment vielleicht kann. Und es hat mir durch viele Situationen durchgeholfen, in denen mir das Selbstvertrauen gefehlt hat, bestimmte Dinge zu tun, bestimmte Dinge anzupacken. Und ein Coach war oder eine Coach oder ein Coach war immer eine hilfreiche Geschichte, dass ich jemanden an der Hand hatte, der gesagt hat, Nadja, das schaffst du, das ist kein Problem, mach das doch einfach. Ja? Jemand, der die Blockaden, die ich habe, nicht hat, sagt, dann mach das doch einfach. Und so konnte ich natürlich auch mehr Mut entwickeln in den Bereichen, in den Lebensbereichen, in denen das für mich notwendig ist. So, kommen wir zum vierten. Das vierte, vor allem dann, wenn du online arbeiten möchtest. Und das ist eine Erkenntnis, die ganz viele haben und an der auch viele verzweifeln. Wenn du online arbeiten möchtest und du bist alleine, ja, wenn du alleine arbeiten möchtest und du online arbeiten möchtest, dann wirst du in erster Linie Online-Marketer sein. Ja, da wird Coaching gar nicht so eine große Rolle spielen, sondern dann brauchst du Qualifikationen aus dem Online-Marketing und das ist das A und O. Wenn du nicht online arbeiten willst, ist es auch völlig in Ordnung. Du kannst super in der physischen Welt agieren. Du kannst Kleinanzeigen schalten, du kannst Flyer verteilen, du kannst deine Visitenkarten auf Netzwerkveranstaltungen verteilen und. Du musst nicht im Internet arbeiten. Es ist überhaupt gar nicht notwendig, eine Instagram- oder eine Facebook-Präsenz zu haben oder einen YouTube-Kanal oder sonst irgendwas. Ich tue das,
weil ich Online-Marketing liebe. Mir macht es Spaß. Mir macht es Spaß, Webseiten zu bauen. Mir macht es Spaß, auf Instagram unterwegs zu sein. Mir macht es Spaß, YouTube-Videos zu drehen. Das sind meine Challenges und ich habe richtig Freude daran. Ich mache das nicht perfekt. Und ich habe auch überhaupt nicht den Anspruch, das perfekt zu machen. Ich habe den Anspruch, es zu tun. Ja, ich habe den Anspruch für an mich, es zu tun. Wenn du glaubst, dass du das genauso gut, und ich kenne jede Menge Leute, die agieren wunderbar in der physischen Welt, ja, und arbeiten eben nicht online, arbeiten in der physischen Welt, arbeiten in Netzwerken, die gehen auf Netzwerkveranstaltungen, die arbeiten ganz viel mit Mund zu Mund. Äh, Das trägt sich einfach weiter, weil sie gute Arbeit leisten und es ist völlig legitim. Wenn du online arbeiten willst, und das hat natürlich viel mit Ortsunabhängigkeit zu tun, vielleicht mit Reisen, vielleicht auch mit organisatorischen Dingen, weil du glaubst, dass du den Raum nicht hast, um offline zu arbeiten und. Also es gibt ja viele Gründe, warum jemand sich entscheidet, online zu arbeiten. Wenn du online arbeiten willst, dann wirst du mehr oder weniger eine Qualifikation als Online-Marketer erwerben müssen, indem du dich intensiv damit auseinandersetzt, wie E-Mail-Marketing funktioniert, wie man Webseiten baut, wie Instagram funktioniert oder beziehungsweise der Kanal, den du nutzen willst. Ja, also Online-Marketing heißt nicht, ich muss auf Instagram sein. Ich muss überhaupt nicht in den sozialen Medien sein. Trotzdem kann man Online-Marketing machen. Okay, also das ist ein A und O, wenn du online arbeiten möchtest, dass du dir Online-Marketing-Qualifikationen drauf schaffst und da sind wir wieder bei der Teamfrage, du kannst das natürlich auch einkaufen. Das kostet, das heißt, du wirst investieren müssen, aber du kannst das natürlich auch einkaufen. Also ich kenne auch in meinem Freundeskreis gibt es eine ganze Menge Leute, die sagen, nee, ich bin Coach. Ich kenne mich super aus mit Thema XY und ich weiß, wie ich die Leute von A nach B kriege. Ich habe keinen Bock auf Online-Marketing. Ich will das nicht. Die kaufen das alles ein. Ja, die setzen diese Strukturen, die geben das jemandem und sagen, pass auf, bau mir diesen Funnel auf. Ich will das nur am Ende benutzen. Das kostet dann halt, ne? Das ist eine Milchmädchenrechnung, sage ich jetzt mal, was man da genau investiert. So, dann kommen wir an den fünften Punkt. Und den halte ich für ganz besonders wichtig für mich auch im Moment. Das ist meine aktuelle Erfahrung. Nicht versuchen, sondern machen. Klare Ziele setzen, Grenzen setzen im sozialen Umfeld, Fokus auf die Sache und Geduld. Und da kommen wir an den Punkt harte Arbeit. Ja, die Frage ist, was ist harte Arbeit? Verantwortung, die mit deinen Werten konform ist, die ist leicht, die ist nicht schwer. Mir macht es unglaublich viel Freude, meine Produkte zu entwickeln, mein Marketing zu entwickeln, mich mit Online-Marketing zu beschäftigen und. Das macht mir alles tatsächlich Spaß. Ich mache das gerne. Ich studiere nebenbei noch andere Sachen. Im Moment Astrologie dieses Jahr ja ein ganz großes Thema bei mir. Auch wenn du mir auch in den sozialen Medien folgst, kriegst du davon was mit. Das ist auch der Kern des Kurses, den ich im Moment anbiete, dass wir sagen, okay, lass uns in dein Geburtshoroskop schauen, um die Dinge uns konkret anzuschauen, die wichtig sind für dich, wenn es darum geht, mehr Geld zu verdienen. Ja, wo sind deine Qualifikationen, um die Essenz daraus zu bekommen, damit du dich eben nicht verläufst in verschiedene Richtungen und sagst, oh, da ist was Schönes und da blinkt was Buntes und so weiter. Also klare Ziele zu setzen, zu wissen, wer bist du, was kannst du, wie kannst du das verkaufen und wem wirst du es verkaufen? Das ist Verkauf am Ende, ja. Und dich dafür zu entscheiden und zu sagen, okay, und jetzt muss ich das mal 2 Jahre aufbauen oder ich muss das mal 3 Jahre aufbauen und ich setze Grenzen. In dieser Zeit fokussiere ich mich nur auf mich. Da helfe ich nicht mehr 5 Freunden, die Probleme haben mit ihren Partnern. Da helfe ich nicht mehr 5 Freunden, die in ihrem Beruf irgendwie unzufrieden sind. Höre mir diesen ganzen Kram nicht an am Freitagabend, sondern ich fokussiere mich darauf, was ich lernen muss, was ich brauche, diese Dinge auch umzusetzen. Ich kümmere mich um meine physische Gesundheit, ich kümmere mich um meine emotionale Gesundheit. Ich gehe ins Gym, ich gehe zur Massage. Ich halte meinen Fokus und meine Energie auf den Dingen, die mir danach, ja, in 3, 4, 5 Jahren Geld bringen. Das ist nichts anderes als eine zweite Berufsausbildung, die du aber, wenn du dich selbstständig machst, natürlich selbst leiten musst. Ja, da ist niemand mehr im Außen, der dir sagt, pass auf, du musst jetzt das machen, jetzt musst du mal den Müll rausbringen und so weiter. Das musst du selber sehen und wahrnehmen, was du machen musst. Ja, was notwendig ist. Und diese Dinge, das ist in der Selbstständigkeit einer der essentiellen Gründe, wenn du ein Alleinstellungsmerkmal haben willst, kommen aus dir heraus.
Du bist die Person, die das umsetzt. Du bist die Person, die das macht. Und versuchen geht immer schief. Also entscheide dich, ich mache das und dann wird es auch erfolgreich sein. Also das ist wirklich eine Entscheidung ja, mal gucken und ein bisschen rumspielen und ja, den anderen auch zuhören mit ihren ganzen Ängsten und mit ihrem ganzen Blödsinn oder zu sagen, nee, ich versuche das nicht, ich mache das. Ich entscheide mich dafür, dass ich kompetent genug bin zu lernen. Ich entscheide mich dafür, dass ich kompetent genug bin, sämtlichen Herausforderungen zu begegnen. Ich mache das. Und alle anderen, die irgendwas dagegen sprechen oder die Ängste haben und, die schalte ich mal für einen Zeitraum X aus. Okay? So, das waren meine wesentlichen Erfahrungen. Ich hoffe, das hilft dir. Ich finde Coaching nach wie vor super. Ich kenne eine ganze Menge Leute, die sehr, sehr viel Geld ausgegeben haben. Wirklich, also mehrere 10.000 € ausgegeben haben und feststellen mussten, da wird auch nur mit Wasser gekocht. Ja, also je teurer, desto effektiver. Das ist nicht unbedingt der Fall. Also ich sehe das definitiv nicht so. Es gibt natürlich sehr gute Coaches, die kosten auch entsprechend Geld, ja. Aber ich glaube nicht, dass besonders teuer auch besonders erfolgreich ist, zwangsweise. Also da muss wirklich Resonanz da sein. Und worauf ich dich hinweisen möchte, ist für dich immer zu prüfen, bist du gierig? Bist du gierig? Arbeitest du gerade mit der Gier oder arbeitest du wirklich mit etwas in dir, was entwickelt werden will? Und Entwicklung dauert immer, Entwicklung ist schmerzhaft und so weiter. Wenn Leute in der Gier sind, dann ist es eher etwas, ich versuche hier gerade was zu vermeiden. Ich versuche zu vermeiden, vielleicht 5 Monate mich hinzusetzen und was Neues zu lernen. Ja, vielleicht das. Und. Also wirklich die Arbeit auch zu machen. Wenn du versuchst, die Arbeit zu vermeiden, wirst du in keinem Coaching-Programm der Welt erfolgreich sein, egal wie teuer das ist. Und die Gier ist etwas, was ganz, ganz viele Leute in diese sehr, sehr teuren Coaching-Programme zieht, aber was nachher überhaupt gar keinen Effekt hat. Also es kann keinen Effekt haben, wenn du nicht die Arbeit machst und es muss nicht extremst teuer sein. Und es gibt diese 70.000, 80.000, 90.000 € Coaching-Programme. Da drin wird auch nur gearbeitet, sagen wir es mal so. Ja, zum Teil mit 50 oder 100 Leuten im Zoom-Call. Kannst du dir vorstellen, was das für einen Effekt hat? Also nimm das Geld lieber und nimm dir 6 Monate Auszeit und lerne das, was du lernen musst über dich selbst und über das Leben. Geh auf Reisen oder mach irgendwas anderes, ja, such dir einen Freelancer, der dir bei einer bestimmten Sache hilft, wirst du wahrscheinlich erfolgreicher mit sein als mit einem 100.000 € Coaching-Programm. Nichtsdestotrotz, Coaching ist natürlich eine super Sache und ich halte dir gerne die Hand, stell dir gerne die richtigen Fragen. Du kannst dir gerne einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren, wenn du mit mir sprechen möchtest. Wir haben einen ganzen riesengroßen Methodenkoffer, mit dem wir arbeiten und mir ist es wirklich ganz besonders wichtig, deine Essenz freizulegen. Also das, was du wirklich bist und mit diesen Dingen dann natürlich auch am Markt zu arbeiten und zu sagen, okay, und daraus entwickeln wir ein Produkt, daraus entwickeln wir ein Marketing, eine Marketingstrategie. Ob du extrovertiert bist oder introvertiert, ob du jemand bist, der mehr in der immateriellen Welt Werte entwickelt oder jemand bist, der in der materiellen Welt Werte entwickelt. Ja, all diese Dinge, die kann man rausfinden über seine Coaches. Und ich mache das natürlich auch. Mir ist es wichtig, dass es deins ist, ja, dass es wirklich deins ist und dass du deine Arbeit so machst, wie das für dich auch richtig und angenehm ist. Okay, alles Liebe für dich und ich wünsche dir eine gute Woche. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.